Hi, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute haben wir richtig einzigartige Parfums dabei, wo wir sicher sein können, dass die dein Umfeld vielleicht noch gar nicht kennt oder auch gar nicht trägt. Das heißt, du wirst auf jeden Fall sehr einzigartig mit diesen Düften riechen und auffallen und bestimmt auch darauf angesprochen werden. Wir haben insgesamt 8 Stück dabei. Ich würde sagen, wir haben auch Düfte ausgewählt von Marken, die weniger bekannt sind im Allgemeinen. Ja. Und auch speziell darauf geachtet, dass wir von diesen Marken dann möglicherweise auch Düfte auswählen, die nochmal weniger im Vordergrund stehen, als sie es vielleicht sollten. Lass uns gleich mal starten mit dem allerersten Duft. Und zwar ist das der Concordia von Memoirs London. Memoirs ist ja eine Marke, die wir schon etwas länger im Sortiment haben. Da kommen auch, Spoiler-Alarm, richtig geile neue Düfte raus. Yeah. Ich glaube, Memoirs wird dieses Jahr 6 neue Düfte rausbringen. Ja. So viele? Krass. Und ich kann gleich schon mal verraten. Es gab ja schon letztes Jahr unseren Adventskalender, den gibt es natürlich auch dieses Jahr. Und dort werden 2 Memoirs-Düfte enthalten sein. 2 von den neuen. 2 von den neuen. Okay, das heißt auf jeden Fall nicht der. Ja? Nicht, dass der jetzt ausprobiert wird und dann im Adventskalender ist der gleiche drin. Nein, keine Sorge. So, lass uns mal auf den Concordia schauen. Das ist ein toller Duft. Ich sprühe dir mal noch mal auf, weil du musst mal im ersten riechen, was da rauskommt. Weil ich kann es nicht zu 100% zuordnen. Ich habe das Gefühl, das ist was leicht unreif Fruchtiges, was da rauskommt. Das ist einfach geil. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwas leicht unreif, grün, bitteres kommt damit raus. Wir haben, das ist sehr schön. wir haben hier fruchtige Noten, aber auch so herbe Noten. Fast schon so ein bisschen kernartig, wie wenn man so einen Kern von der Frucht ausdrücken würde und dann hat man so dieses Bittere. Ja, aber ganz toll abgestimmt, weil wir haben ja trotzdem was Süßes, was den Duft mit einbettet und das dann in Kontrast dazu ist sehr cool, muss ich sagen. Absolut underrateder Duft, der meiner Meinung nach von der Duft-DNA her super spannend ist. Auch nicht so riecht wie ein Allerweltsduft. Total. Da ist ja relativ viel drin, so an Zutaten oder Duftnoten. Ich finde jetzt da nicht... passiert auch viel, ja. Da passiert viel, würde mir jetzt aber schwerfallen, alles komplett solo rauszuriechen. Bei dem Duft macht es einfach die Mischung und dadurch der Verlauf. Also es ist super spannend. Vielleicht ist es ja, das sehe ich gerade hier, vielleicht ist es ja die grüne Feige. Weil wir haben hier Bergamotte, Granatapfel, Orange. Sehr schön, Und sehr eben schön auch eine fruchtig. grüne Feige, ja. Ja. Sehr interessant. Auch jetzt, gerade wenn es so wärmer wird, könnte ich mir den super gut vorstellen, den zu tragen. Ich finde es ja gerade interessant, gerade in so warmen Jahreszeiten, wenn man so ein bisschen was Herbes, Bitteres hat. In Kombination mit frischen, fruchtigen Noten finde ich das immer einen super schönen Mix. Würdest du sagen, eher Männer, eher Frauen, wie würdest du den Duft empfehlen? Es ist total schwierig. Im ersten Riechen hätte ich gesagt Frauen, weil es da schon fruchtig süß ist. Und da kommen auch Blumen mit raus. Ich finde aber, durch dieses leicht herbe können den auch Männer tragen. Absolut, ja. Gell? Ich wollte es gerade sagen, also ich würde den auch gerne tragen. Cooler Duft. Nummer 2 ist von Roberto Ugolini, der Kitten Heel. Geiler Name. Ich habe da gleich so Assoziationen, ne? Gerichtete Frau, Stilettos, Ja, schön sehr gerichtet. weiblicher, klassischer Duft. Blumig, fruchtig, süß. So eine schöne, holzige Note, die auch sehr warm in meinem Empfinden riecht. Ja, absolut, kann ich dir nur zustimmen. Der hat was Klassisches, Elegantes, sehr Feminines und das Holzige kommt definitiv raus, aber sinnlich. Also es ist eine sinnliche, Total sinnlich, ja. holzige Note, die damit rauskommt. Sehr cool und ich finde so meine Assoziation, die ich mit dem Namen hat, passt. Kannst du super auch abends tragen, wenn du schönes schwarzes Dress anhast. Aber schon Geil. auch ein erwachsener Duft. Ne? Ja, finde ich auch. Jetzt kommen wir zu Nobile 1942, der, wie heißt er? Nee, ich will es nicht aussprechen. Lisa. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Der Il Sentiero degli Dei. Für mich ein Sommerduft par excellence. Sehr zitrisch, frisch. Oh, was Grünes auch Grün. am Anfang. Schön, wow, sehr erfrischend. Ja, auch durchaus Unisex. Der hat so ein bisschen was Waldmeister-Brause-mäßiges. Waldmeisterbrause. Ja, so was leicht prickelndes, süßes, brauseartiges. Ich muss sagen, finde kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie in meinem Leben Waldmeisterbrause probiert. Oh von my dem her God. keine Ahnung. What? Ich weiß, was sich Alex kauft. Das war so ein 90er-Ding, oder? Jetzt tu mal nicht so, wie alt bist du denn bitte? Brause mit Wodka. Ja. Brause mit Wodka. Ja, das war so ein Ding. Ja, okay, also das hat man zu meiner Zeit nicht getrunken. Da gab es immer noch Wodka Bull eigentlich, Ja, bei hauptsächlich. mir auch. Aber vertraut mir, Leute, das ist so ein bisschen Brause-Waldmeister. Sehr schön, auch für jetzt gerade die wärmeren Tage. Ist das auf jeden Fall ein Duft, der super. Aber jetzt halt mal, also Waldmeister Wodka. Ja, du hast quasi so eine Waldmeister-Brausetüte und tust da Wodka rein.
und dann trinken wir Schreibt mal das. bitte in die Kommentare, ob ihr das immer getrunken habt oder noch trinkt. Enttäuscht mich nicht. Jetzt kommen wir zu was Fruchtigem. Oh ja, der hat Frucht schon im Namen. Wir haben den Tropicana von Lorenzo Villoresi. Boah. Ja, Alter. eine absolute Fruchtbombe. Für mich ehrlicherweise relativ schwer genau zu sagen, welche Früchte enthalten sind. Aber Ananas riecht man. Genau, ich finde auch die Ananas, die kommt auch für mich sehr prominent durch. Ansonsten haben wir da noch Melone, allgemein tropische Früchte, Pfirsich. Krass, ja, okay. Ananas, jetzt kommt schon langsam die Melone. Die riecht man heftig raus, ja. Ah, stimmt. Super schön. Also ist aber auf jeden Fall ein wilder, kunterbunter Fruchtmix. Absolut, ja. Aber ich finde irgendwie, der ist zwar schon süß durch diese ganzen Früchte, aber es hält sich noch in Grenzen. Findest du, die Früchte kommen so ein bisschen synthetisch raus oder würdest du sagen, das ist nicht der Fall? Ich finde, die Melone geht von der Synthetik her, aber es hat schon einen synthetischen Touch. Aber nicht so krass, wenn man jetzt zum Beispiel an Erbapura oder Kirke denkt, ich finde so synthetisch ist der Duft nicht. Für mich genau das Gegenteil. Ich Echt finde jetzt? find Erbapura und Kirke eigentlich gar nicht synthetisch. Nee. Ihr Lieben, natürlich haben wir auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel mit dabei. Ihr müsst dazu einfach nur den Kanal abonnieren, lasst ein Like da und schreibt uns in die Kommentare, welchen von den Düften ihr unbedingt probieren wollt. Und wir wünschen euch ganz viel Glück. Machen einen krassen Kontrast. Ne? Jetzt kommt wirklich ein sehr starker Kontrast. Carner Barcelona, eine richtig coole Marke. Ich hatte dazu auch schon mal ein Review zu den ganzen Düften gemacht, die wir haben. Also wir sind jetzt ganz weit weg von fruchtig und wir sind jetzt auch schon eher nischig unterwegs. Also auch vom Duftprofil, der Duft ist wahnsinnig gut gemacht. Wir haben hier einen sehr würzigen Muskatduft, harzig, pfeffrig, leicht stechend, beißend, aber ich meine das durchaus im positiven Sinne. Ich kann mir den ehrlicherweise besser bei Männern als bei Frauen vorstellen. Ich würde den nicht tragen. Wir haben hier wohl Blüten mit drin, aber ehrlich gesagt, die kommen nicht so raus. Mir fehlt als Frauenduft so ein bisschen was Rundes, blumig Süßes. Dann würde ich den vielleicht auch tragen, weil grundsätzlich finde ich so für richtig würzige Düfte schon sehr interessant. Aber hier, den würde ich eher an Männern sehen, aber es ist wirklich ein sehr besonderer Duft. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so einen haben, wo genauso so sehen, ja. Muskat, sage ich jetzt auch mal, im Vordergrund steht. Gut, dann ist ja vielleicht der nächste was für dich. Ich mag den sehr gerne. Ich habe den das erste Mal in Cannes getragen und war happy, fand den geil. Habe den das erste Mal dort gerochen und dachte mir so, ja, könnte definitiv ein Lieblingsduft werden. Genau, jetzt haben wir den Metal Flower von The Harmonist. Super schöner Rosenduft. Es ist ein sehr besonderer, blumiger Duft. Das ist kein 0815-Duft. Der hat nämlich, deswegen heißt er auch Metal Flower, der hat etwas richtig Unbeschreibliches mit drin, was den Duft so kühn und kühl macht. Das ist kein richtig krass warmer Rosenduft, sondern der hat eine gewisse Kühlheit mit drin. Das ist sehr, sehr besonders, wirklich. Und ich stehe normalerweise nicht auf richtig rote Rosendüfte. Den finde ich geil. Also ich glaube auch, wie es der Name schon sagt, ne, so metallische Blumen. Man hat halt versucht, mit Aldehyden hat man versucht und Moschus etwas Metallisches zu erzeugen, etwas so ein bisschen Synthetisches, Frisches und eben dann die Kombination von verschiedenen Rosen. Wir haben hier die bulgarische Rose, Mairose etc. Der Duft riecht aber nicht wie ein klassischer Rosenduft, also durchaus auch Rose modern interpretiert. Absolut. Das passt sehr, sehr, sehr gut zusammen. Jetzt kommen wir zu Fugazi No Cologne. Ich meine, wenn hier schon Cannabis legalisiert wird in Deutschland, dann müssen wir natürlich so einen Duft auch mal mitbringen, oder? Wenn ich mich nicht täusche, eine Handvoll Düfte im Sortiment, die mal mehr, mal weniger mit Cannabis spielen. Und No Cologne macht das meiner Meinung nach auf eine sehr kluge Art und Weise. Also wir haben hier einen zitrischen, fruchtigen, frischen, nicht wirklich süßen Duft mit einem maskulinen Touch und eben auch Cannabis. Der ist rund, der hat Körper, grün, frisch für mich, leicht zitrisch und eine leichte Süße im Kern. Ja, also wir haben ja auch Orangenblüte. Wahrscheinlich riecht er deshalb für dich auch ein bisschen süßer. Das kann gut sein, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er gar nicht süß ist, aber ist kein Gourmand-Duft, ist gar nicht vergleichbar mit dem Tropicana. Nein, 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 um Gottes Willen, auf keinen Fall. Man hat nicht die Süße aus den Früchten so krass mit drin. Meiner Meinung nach, also schon ein Duft, der aneckt. Muss man einfach mal probieren und schauen, ob man es mag. Dieser Cannabis-Geruch hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Es gibt viele Menschen, die sagen, furchtbar, mag ich gar nicht. Ja. Und andere sagen, hey, finde ich spannend, mag ich sehr gerne. Auch den nächsten kann man getrost in den wärmeren Jahreszeiten tragen. Absolut. Einer von deinen Favoriten, ne? Ja, total. Deswegen müssen wir den einfach ein bisschen pushen, weil das ist ein geiler, geiler Duft. Das ist der Icarus von Maison Noir. Meiner Meinung nach wirklich ein total unterbewerteter Duft, weil er einfach
so gut wie kaum ein anderer Duft meiner Meinung nach den grünen Apfel transportiert. Ist ein frischer, fruchtiger, maskuliner Duft, nicht allzu süß. Einziger Wermutstropfen, man hat leider nicht sehr lange was von dem grünen Apfel. Das würde ich mir in Zukunft wünschen. Vielleicht, wenn man irgendwann mal an die Reformulierung rangeht von dem Duft, dann könnte man den grünen Apfel ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, sodass er auch ein bisschen länger hält. Aber definitiv ein Duft, der von seiner DNA sehr einzigartig ist, einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und ich würde es mir echt wünschen, dass mehr Männer und Frauen da draußen den mal tragen. Ich überlasse dir das letzte Wort dazu, weil du bist ein richtiger Fan. Übrigens, wir hatten das auch im Frühlingsdüfte-Video mit dabei. Wir probieren den einfach zu pushen, weil er geil ist. Verlinke ich dir gleich mal. Kannst du dir auch nochmal anschauen. Vielleicht findest du ja auch nochmal andere Inspirationen. Und damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, es gibt ja auch wieder bei diesem Video ein Gewinnspiel. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welchen von diesen Düften ihr gerne als Monatsprobe gewinnen möchtet. Natürlich abonniert den Kanal, lasst uns einen Daumen hoch da und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.